All right, our story starts in ancient Jerusalem Unsere Geschichte beginnt im alten Jerusalem. In the early morning. Am frühen Morgen dort A young woman, about maybe a little older than you, war eine junge Frau, etwas älter wie ihr, was padding down the silent streets. ist sie entlang der stillen Straßen gelaufen. In one of her hands, Und in einer ihrer Hände she held a bundle of myrrh, hatte sie ein Bündel von Myrrhe and in the other hand, und in der anderen Hand a little bundle of cloth. hatte sie ein Bündel von Tüchern. Her face was set like a stone. Ihr Gesicht war so versteinert wie ein Stein selbst. She had a goal. Sie war fixiert und sie war fokussiert auf ein Ziel. She knew she was going. Sie wusste, wohin sie geht. If you and I had been there to look into her face, Wenn du und ich dort gewesen wären, um ihr Gesicht zu sehen, no doubt we would have seen the marks of many tears. dann hätten wir feststellen können, ohne Zweifel, dass viele Tränen geflossen waren. It had been a long night. Es war eine lange Nacht It had been a long weekend. und ein langes Wochenende. And now she was going to the tomb. Und jetzt ging sie in Richtung Grab. Down one street and then down another. Hinunter die eine Straße und dann bog sie ab die andere. To the edge of town and then through into the garden. An den Rand der Stadt und dann durch ein Tor hindurch in den Garten. She went speeding on her way. Und sie wurde immer schneller, als sie weiterging. And then she came to the corner Und dann kam sie an die Ecke and she stopped. und sie stand still. And suddenly the color drained right out of her face. Und plötzlich entwich jegliche Farbe aus ihrem Gesicht. And she dropped her arms to her sides. Und sie ließ ihre Arme auf die Seite fallen. And the little bundle of myrrh fell out of her shaking hand, Und das kleine Bündel von Myrrhe fiel ihr aus der Hand scattered on the ground. und verteilte sich am Boden. And all the world around her started to shimmer and spin a little bit. Und die ganze Welt um sich herum begann zu schimmern und zu verwischen. Her eyes filled with tears, Ihre Augen füllten sich mit Tränen and then they started to overflow. und dann liefen sie über. And suddenly, as quickly as she had come, Und plötzlich, so schnell wie sie kam, she dropped her bundle of cloth. ließ sie ihre Tücher fallen She covered her face with her hands, und bedeckte ihre Augen, ihr Gesicht mit den Händen. and she turned around Und sie drehte sich um and she started to run. und sie begann zu laufen. Run back out of the garden, Raus aus dem Garten, across the brook, über die Brücke hindrüber, into the city, in die Stadt hinein up one street and then another. und bog in die eine und dann in die andere Straße ab. She did not stop, Sie stoppte nicht, running and sobbing as she went, rennend und weinend, wie sie lief. until she burst in the door of the house she'd come from. Und bis sie in die Tür hineinplatzte, in das Haus hineinplatzte, von dem sie kam. And fell down in a little heap on the floor. Und sie fiel wie ein kleiner Haufen am Boden zusammen. Now there was someone else in the house, Und dort war jemand anders im Haus. at least two other people. Mindestens zwei andere. One was named Peter Und der eine hieß Petrus and the other was named John. und der andere hieß Johannes. I wasn't there, Ich war nicht dort, but I imagine aber ich stelle mir vor, since Peter was usually the first person to talk, so wie Petrus immer in der Bibel derjenige war, der zuerst den Mund aufgemacht I hat. imagine Peter probably said, Ich stelle mir vor, wie Petrus wahrscheinlich sagte, Mary, hey Maria, what is going on? was ist los? Why are you crying? Warum weinst du so? And Mary didn't answer. Maria konnte nicht She just antworten. kept her face in her hands. Sie hielt ihr Gesicht in ihren Händen And maybe John got up from where he was sitting und vielleicht stand Johannes auf und ging dorthin, and came right over by her on the floor wo sie war und kniete vor ihr nieder am Boden and said, Mary, und sagte, Maria, what is going on? was geht vor sich?
And finally, she let her hands down from her face Und schlussendlich ließ sie die Hände von ihrem Gesicht ab and she looked at John und sie sah auf Johannes and she looked at Peter und sie sah auf Petrus and she said, und sie sagte, he's gone. er ist weg. And Peter said, who's gone? Petrus sagt, wer ist weg? Wer ist weg? The master. Der Meister ist weg. The master is gone. Well, of course he's gone. Ja, natürlich ist er I mean, weg. we buried him on Friday. Wir haben ihn am Freitag No, she begraben. says, you don't understand. Nein, sagte sie, du verstehst es He's nicht. gone. Er ist weg. The stone is rolled away. Der Stein ist There's weggerollt. been some kind of struggle. Da muss irgendwas passiert The sein. tomb is empty. Das Grab ist leer. They've taken him away. Sie haben ihn weggenommen. And no one knows where. Und niemand weiß, wohin. Peter jumps up. Petrus springt auf. Again, I wasn't there. Klar, ich war wieder nicht dabei. But I picture him rushing towards the door with his sandals now half on. Ich kann mir so vorstellen, wie Petrus, halb die Sandalen angezogen, rennt er zur Tür. Trying to get his coat on as he goes. Und er versucht, seinen Mantel anzuziehen, während er losläuft. And then he's running down the street. Und dann rennt er die Straßen runter. And John maybe leaned over Mary and said, Mary, let's go. Und Johannes nimmt wahrscheinlich Maria an die Hand und sagt, komm, lass uns ihm And she folgen. said, you go. Und Maria sagt, geht ihr, I'll follow. ich komm nach. And so John took off after. Und Johannes rennt los. The reason why I think that's what happened Und der Grund, warum ich denke, dass so passieren sein is that my konnte, Bible actually weil says meine Bibel sagt, that Peter took off first dass Petrus zuerst and loslief that John passed him. und Johannes hat ihn eingeholt und dann überholt. Probably Peter's sandals were still only half on. Wahrscheinlich war das Problem, dass Petrus seine Sandalen immer noch halb an waren. And so who was it that got to the tomb first? Und so wer war es, der dann schlussendlich zuerst in das Grab kam? John gets there first. Johannes kam dort zuerst an. And when he rounds the corner into the garden, Und als er die letzte Kurve bis zum Garten dann nimmt, he stops. stoppt er. And his hands start to shake too. Und seine Hand beginnt zu zittern. And his shoulders sag a little. Und seine Schultern sinken ein wenig. And he says, it's true. Und er sagt, das ist wahr. He's gone. Er ist wirklich weg. He wanders forward to the door of the tomb. Er geht zum Eingang des Grabes. And finally, here comes Peter. Und schlussendlich kommt Petrus. Doesn't even stop at the door. Der bleibt nicht mal an der Tür stehen. Trips all the way down the Der geht stairs. runter ins Grab hinein. And he looks around. Und er schaut sich um. John follows him down. Johannes geht ihm nach. It's empty. Es ist leer. I mean, there's the grave's clothes. Da sind die Grabtücher, But there's no one here. aber da ist niemand. And the two of them look at each other. Und die beiden schauen sich an And there's grief. und sie fühlen Schmerz, There's shock. Schock. How could this happen? Wie konnte das passieren? Day before yesterday, we put him here. Vorgestern haben wir ihn noch hier hingelegt. There was a stone. Da war ein großer Stein. There was a Roman seal. Da war sogar ein römisches Siegel There were dran. all these soldiers. Und all diese Soldaten. What is going on? Was passiert hier? Was geht vor sich? They have no answers, though. Sie haben keine Antworten. And so they turn around So drehen sie sich um. and they climb the stairs back out of the sepulcher. Sie gehen zurück die Treppen hinauf, raus aus dem Grab. And there's Mary. Und dort ist Maria. And she looks into one face and then another, hoping for some good news. Und sie schaut in das eine und das andere Gesicht und hofft, irgendwo eine frohe Botschaft zu hören. And they have no good news. Aber sie haben keine. They just look at each other again. Sie schauen sich nur an und And the two of them die zwei start walking back towards the house in gehen Jerusalem. zurück zum Haus, von dem sie gekommen waren. But not Mary. Aber Maria nicht. Mary takes one look at the two faces. Maria schaut sich einmal diese zwei Gesichter an And my Bible says she sinks back down. und meine Bibel sagt, sie sinkt wieder an den Boden And she started to cry again. und sie fängt an zu weinen. And how long she sat there, or she knelt there by the doorway of the sepulcher, I don't know. Ich weiß nicht, wie lange sie an dieser
am Eingang dieses Grabes am Boden war. But what my Bible does say Aber was meine Bibel sagt is that every once in a while, in der Zwischenzeit she would lift up her oder immer eyes. wieder She would look into the sepulcher. hat sie ihre Augen aufgehoben und in dieses Grab hineingeschaut. Empty, Leer, empty, leer, empty. leer. And then there were two men inside. Und auf einmal waren 2 Männer da drin. Now, she must have been very sad indeed. Und sie muss wirklich traurig gewesen sein. So sad she was not quite in her right mind. So traurig, dass sie nicht mal mehr ganz mit ihrem Verstand bei der Sache war. Because for some reason, Denn aus irgendeinem Grund it didn't even strike her as odd hat es sie nicht mal richtig gepackt, als sie die sah. that it was empty, 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 and now there's two people. Und dass sie es leer, leer sah und auf einmal sind 2 Leute drin. And the men in the tomb, Und die Männer, die im Grab waren, they call up to her die haben sie gerufen. and they said, "Why are you crying?" Warum weinst du? Fragten sie. Why am I crying? Warum ich weine? Because my master was here and now he's gone. Denn mein Meister war hier und jetzt ist er weg. And they said, "You're right, he's not here." Sie sagten, du liegst richtig, er ist nicht hier. She turns away. Sie dreht sich weg. And as she turns away, Und wie sie sich wegdreht, she finds herself, almost runs into another man. findet sie sich in der Situation wieder, dass sie fast in einen anderen Mann hineinläuft. And he asks her the same question. Und er fragt sie die gleiche Frage. Why are you crying? Warum weinst du? She says, "Why am I crying? Und sie fragt wieder, warum ich weine? My master was here and now he's gone. Maybe you're the gardener. Mein Meister war hier und jetzt ist er weg. Vielleicht bist du der Gärtner. Do you know where they took him? Weißt du, wo sie ihn hingetan haben? If you took him away, just tell me where you put him. Wenn du es irgendwie weißt, dann sag mir doch bitte, wo ist er? Somewhere here is my myrrh. Somewhere here is. Irgendwo liegt noch mein Myrrhe und meine Tücher. I just want to take care of him. Ich wollte mich um ihn kümmern. Ich wollte ihm etwas tun, also etwas geben. Then you know what the man said? Wisst ihr, was der Mann sagte? My Bible says Meine Bibel sagt, he leaned over her er lehnte sich vor über sie and just said, und sagte, "Mary, Maria, my dear girl." mein liebes Mädchen. And suddenly it was as if the scales fell right off her eyes. Und plötzlich war es so, als ob der Schleier von ihrem Auge wegfallen würde. She had been blind, Sie war blind but now she could see. und jetzt konnte sie sehen. And she lunged at him Sie wollte auf ihn zugehen as if to grab him and never let him go. und ihn anpacken wollen würde und ihn nicht mehr gehen lassen wollen And my würde. Bible says Und meine Bibel sagt, that Jesus said, und Jesus sagte, wait, warte Maria, don't keep me yet. halte mich nicht zurück. I haven't even gone to see my father. Ich war noch nicht bei meinem Vater. I just came back here for a minute Ich bin nur für einen kurzen Moment zurückgekommen, to see you. um dich zu sehen. Now, go tell Peter and John Gehe und sage Petrus und Johannes, that you saw me with your own two eyes. dass du mich mit deinen 2 Augen gesehen hast. Go tell Peter and John Geh und sag Johannes I'm alive. und Petrus, ich bin am Leben. get up. Steh auf. Not long ago, Nicht lange zuvor I was having a conversation with one of my siblings. hatte ich ein Gespräch mit einem meiner Geschwister. And in that conversation, Und in diesem Gespräch we were talking about different family members and different friends. da haben wir über verschiedene Familienangehörige und Freunde gesprochen. And I was reminded Und ich wurde daran erinnert, what a sad and messed up place the world is. wie traurig und durcheinander doch die Welt ist. I was reminded Ich war daran erinnert, how badly we need to go home. wie dringend wir nach Hause gehen müssen. What an emergency it is Was für ein Notfall, in dem wir stecken. that we be done with all of this foolishness, Dass wir endlich zu einem Ende kommen mit all diesen Dummheiten auf dieser with Welt. all this death.
mit diesem Tod. And as I was reflecting on that Und conversation, als ich mich an dieses Gespräch erinnert hatte oder in diesem Gespräch reflektiert habe, I started having these questions come to my mind. kamen mir Fragen auf. Like, when are we going to get out of here? Wann wird es sein, dass wir hier rauskommen? What is the purpose of all of this? Was ist der Sinn von all diesem What is Leid? the purpose behind all this suffering? Ja, was ist der Grund hinter diesem ganzen Leid auf der Welt? Now, I know the answer to that question. Ich kenne die Antwort für diese I mean, Frage. Auf diese Frage. I have preached many sermons about the purpose of pain. Ich habe viele Predigten darüber gepredigt, über den Sinn des Leides. I've preached sermons about the great controversy. Ich habe Predigten gehalten über den großen Kampf. I already, the answers are very familiar to me. Die Antworten sind mir sehr bekannt. But you know, in that moment, Aber in dem Moment I suddenly realized merkte ich plötzlich, sometimes when we are in pain, dass wenn wir selbst in Schmerz und Leid stecken, we don't really need a bunch of answers. dann brauchen wir nicht einen Katalog an Antworten. Sometimes we just need a friend. Wir brauchen einfach nur einen Freund. Do you know we have that friend? Wisst ihr, dass wir diesen Freund haben? I found him. Ich habe ihn gefunden. I found him again. Ich habe ihn wiedergefunden. I found him in the book of Isaiah. Ich habe ihn im Buch Jesaja gefunden. And I want to take you through a few verses in Und Isaiah. ich möchte euch mitnehmen durch ein paar Verse im Buch Jesaja. You see, when Jesus was standing over Mary, Wisst ihr, als Jesus sich über Maria lehnte, it's as though the words he told her were the fulfillment of a prophecy. war es so, als ob die Worte, die er an sie richtete, die Erfüllung einer Prophetie waren. That prophecy starts in Isaiah chapter 60. Und diese Prophezeiung beginnt im Jesaja Kapitel 60. We don't have time to go through Isaiah 60 and 61 this morning. Wir haben nicht die Zeit, um durch Jesaja 60 und 61 zu gehen an diesem Morgen. But I would encourage you sometime, maybe this afternoon or tomorrow, Aber ich möchte euch ermutigen, dass ihr heute Nachmittag oder morgen, read these two dass chapters ihr diese 2 Kapitel lest and read them slowly. und lest sie langsam. This is what you'll discover. Und ihr werdet was herausfinden. At the very beginning of Isaiah chapter 60, Direkt am Anfang von Jesaja 60, Jesus gives through the prophet durch den Prophet gibt dort Jesus a prophecy eine Prophezeiung, of what his children will do, what his children will become. was seine Kinder tun werden, zu was sie werden. And this is the prophecy Und das ist die Prophezeiung, that was partly fulfilled when Jesus stood over Mary. und das ist die Prophezeiung, die zum Teil erfüllt wurde, als Jesus mit Maria redete. And it's a prophecy that's partially fulfilled every time he stands over us. Und das ist eine Prophezeiung, die zum Teil bei jedem von uns erfüllt wird, wenn er sich über uns lehnt und mit uns redet. Especially when we are sad or sorrowful, brokenhearted. Speziell dann, wenn wir traurig sind und zerbrochene Herzen haben. So Isaiah 60 starts with this prophecy. Und Jesaja 60 beginnt mit dieser Prophezeiung. The rest of Isaiah 60, after the first couple of verses, Und nach ein paar Versen im Rest von Jesaja 60 draws a contrast zeichnet das Kapitel einen Kontrast auf between the people of God who are victorious zwischen den Leuten, dem Volk Gottes, die siegreich sind, and their situation when they were lost. und ihre Situation, während sie verloren waren. So he says, for example, Und sagt zum Beispiel, when I save you, wenn ich dich rette, I will turn your wood to iron. dann werde ich dein Holz in Eisen wandeln. Iron is stronger than wood. Eisen ist stärker als Holz, oder? He says, I will turn your brass to gold. Und er sagt auch, ich werde deine Bronze in Gold And it keeps umwandeln. going all the way through the second part of chapter 60. Und der zweite Teil von Kapitel 60, da macht er diesen Vergleich. And then when he gets to chapter 61, Und dann, wenn er zu Kapitel 61 kommt, he tells you how he's going to do it. dann erzählt er dir oder uns, wie er das machen wird. What does it say at the beginning of Isaiah 60?
Was heißt es, oder wie lesen wir im Beginn von Kapitel 60, Jesaja? I can almost hear Jesus saying these words. Ich kann Jesus fast förmlich hören, wie er sagt, Right to Mary as she knelt before him in a weeping little heap. direkt zu Maria, als sie sich wie so ein kleines Bündel Elend vor ihm niederlag am Boden. He says, "Arise, Und er sagt, mache dich auf, steh auf. shine, your light has come. Werde Licht, denn dein Licht kommt. The glory of the Lord is risen. Und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Look, here I am." Schau, hier bin ich. So turn to Isaiah 61. Gehen wir zu Kapitel 61 in Jesaja. After Jesus has made this prophecy, Nachdem Jesus diese Prophezeiung gegeben hat, that is, that his people will rise and shine and give him glory, dass sein Volk aufstehen soll, sich aufmachen soll, Licht werden soll, he tells us how he's going to do it. da sagt er, wie er das machen wird. And the answer is Und die Antwort, die er hier gibt, through himself. ist durch sich selbst, durch ihn selbst. He gives us himself. Er gibt uns sich selbst. Now, when I was reading Isaiah chapter 61, Als ich Jesaja 61 gelesen habe, what I discovered was ich hier rausgefunden habe, is that Jesus is not just saying, ist etwas, das Jesus nicht einfach nur gesagt hat, I'm a nice person dass, ja, ich bin eine nette Person and I'm powerful, und ich habe Kraft und Macht. so I'll just, come and fix your problems for you. Ich komme und löse deine Probleme für And dich. then, yeah, everything will be good. Und dann ist doch alles gut. Jesus is a nice person, Ja, Jesus ist wirklich eine tolle Person. and he is powerful, Er ist mächtig. but healing our broken hearts Aber um unsere gebrochenen Herzen zu is heilen, not just one random thing that he does. ist es nicht einfach nur eine einzelne Tat, die er einfach irgendwie tut. It's his whole purpose. Es ist sein ganzer Sinn. In fact, it's heaven's entire purpose. Es ist im Grunde genommen der Grund, den der Himmel darin sieht. Heaven has this full-time obsession. Der Himmel hat das 24-Stunden-Programm darin. Also die ganze Zeit und Energie, die der Himmel reinsteckt, ist in dieser Aufgabe. Heaven spends all its time dealing with the problem of our pain. Der Himmel beschäftigt sich die ganze Zeit mit dem Problem unserer Schmerzen. And it does that Und der Himmel tut das, through the gift of Jesus. indem er uns Jesus Christus schenkt. Okay, that's a great claim to make, but how do I know that? Das ist ein großer Anspruch, den ich hier stelle, aber wie kann ich es beweisen? Because if you read Isaiah 61, Denn wenn du Jesaja Kapitel 61 liest, the very first verses read like this. dann lesen sich die ersten Verse so. In English, the Spirit of the Lord God is upon me because the Lord hath anointed me to preach good tidings unto the meek. Im Deutschen heißt es, der Geist des Herrn, des Herrschers ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Now, notice what the Bible does not say. Merkt ihr, was die Bibel nicht sagt? It doesn't say, Es sagt nicht, the Spirit of the Lord God is upon me, der Geist des Herrn ist auf mir and I'm a nice person, und ich bin eine nette Person and I just like to do nice things sometimes. und manchmal gefällt es mir, nette Dinge zu verrichten. No, my Bible uses this word, Meine Bibel verwendet das Wort and the word is because. und das Wort heißt denn darum Here's the oder idea. weil heißt es. The Spirit of the Lord God is upon me Der Geist des Herrn ist auf mir, because the Lord has anointed me to preach. weil der Herr mich gesalbt hat, um zu predigen. That means you can't have one thing without the other. Oder die frohe Botschaft zu verkündigen. Das heißt, du kannst das eine nicht ohne das andere haben. They're not two different Es ideas. sind nicht zwei verschiedene Ideen, One thing happens because the other thing happens. sondern das eine passiert, weil das andere passiert. It's almost as though Jesus is saying, Es ist so, wie wenn Jesus sagen würde, the Spirit of the Lord is upon me. der Geist des Herrn ist auf mir And this is how you'll know that the Spirit of the Lord is upon me. und daran werdet ihr erkennen, dass der Heilige Geist auf mir Here's ist. the list of reasons. Und hier ist die Liste der Gründe. Number one, Nummer 1. the Lord has anointed me to preach good tidings to the meek.
Der Herr hat mich gesalbt, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. He has sent me to bind up the brokenhearted. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzens He sind, has sent me to proclaim liberty to the captives den Gefangenen Befreiung zu verkünden and the opening of the prison to them that are bound. und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, He has sent me to proclaim the acceptable year of the Lord. um zu verkünden das angenehme Jahr des Herrn. And it keeps going. Und er fährt fort. Let's take these one at a time. Nehmen wir eins nach dem anderen. The first thing my Bible says is Das Erste, was meine Bibel sagt, ist, that he has sent me to bring good tidings to the meek. er sagt hier, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Now, this word, these meek people, humble people, what does that mean? Also arme, demütige Leute, was bedeutet das? There's another place in Scripture Gibt es eine Where- andere Schriftstelle, these same words are used wo die gleichen Worte darin verwendet werden? in the Sermon on the Mount. Auf dem Berg der Seligpreisung, beziehungsweise auf der Bergpredigt, We're told, "Blessed are the meek; they shall inherit the earth." wo es heißt, gesegnet sind die Sanftmütigen, heißt es dort. Same place where we're told, Die sollen das Himmelreich erhalten. same place where we're told, "Blessed are they that hunger and thirst; they will be filled." Und an gleicher Stelle heißt es, gesegnet sind die, die hungern und dürsten, sie sollen satt werden. What does it mean to be meek? Was bedeutet es, sanftmütig zu sein, oder wie es bei uns heißt, den Armen? Again, in the Sermon on the Mount, they use the same word and then a different word right next to it. That means the Und same thing. auf der Bergpredigt verwenden sie diese Redewendung der Armen oder sanftmütig und danach kommt gleich ein anderes Wort. And that second word is poor. Ja, in German it's Poor in spirit. It's already in this translation. Poor. Perfect. Yeah. So what does it mean to be poor? Also, und an der gleichen Stelle kommt das Wort arm dran und das heißt arm im Geiste arm. Was bedeutet es, arm zu sein? What is a poor person? Wer ist ein Armer? Like, Eine what's Arme. different about a poor person and a rich person? Was ist der Unterschied zwischen einer armen Person und einer reichen Person? One has a lot, one has very One has a lot, one has little. Jemand hat viel und jemand hat wenig. Exactly. Ja. Another way to say that would be this. Eine andere Ausdrucksweise wäre, Do rich people and poor people both have problems? haben Reiche und Arme auch beide Probleme? Do they both need to eat food? Müssen sie beide essen? They both need blankets when it's cold at night. Und beide brauchen Decken, wenn es kalt ist nachts, oder? Right. So we're really quite the same, Sind eigentlich ziemlich ähnlich, oder? except a rich person, Außer, dass eine reiche if Person, they have no blanket, wenn die keine Decke haben, they just go buy one, right? dann kaufen sie sich einfach If they're eine. out of food, they go buy one. Wenn sie nichts zu essen haben, dann holen sie sich was. If they need a car, they go buy one. Und wenn sie ein Auto brauchen, dann kaufen sie sich eins. So they have resources. Die haben eine Quelle, wo sie schöpfen können. The poor person, Die arme Person, if he needs a car, wenn sie ein Auto braucht, it's a little harder to buy one, right? dann ist es für sie schwerer, ein Auto zu kaufen, So oder? the difference between a rich person and the poor person Der Unterschied zwischen einer reichen und einer armen Person is that the rich person has resources to solve his problem. dass die reiche Person Quellen hat, wo sie ihre Probleme lösen kann. And the poor person doesn't have the resources to solve his problem. Und die arme Person hat keine Ressourcen oder Quellen, Let me ask um, you a question. seine Probleme zu lösen. Lasst mich euch eine Frage stellen. Have you ever had a problem Habt ihr schon mal ein Problem gehabt, that you didn't have the solution for? wo du keine Lösung dafür hattest? Maybe it wasn't a money problem, Vielleicht war es ein Problem mit Geld, but any kind of problem. aber irgendeine Art von Did you Problem. ever have a problem and you simply didn't have the resources? Ihr hattet mal ein Problem und ihr hattet keine Ressourcen dafür, dieses Problem zu lösen. It's to those people Und für diese Leute that Jesus says, sagt Jesus, I come. da komme ich. I have good news for you. Ich habe frohe Botschaft für euch. You don't have a solution? Ihr habt keine Lösung, I have a solution. ich habe eine Lösung. What's the next phrase say? Und was sagt der nächste Satz? He sent me to bind up the brokenhearted. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzens sind. Have you ever
Habt ihr jemals, maybe while playing in a playground vielleicht als ihr auf dem Spielplatz gespielt or hattet just walking around the house oder einfach nur ums Haus herumgelaufen in a seid, hurry, in Eile, have you ever banged your knee on something so hard habt ihr euch jemals so stark an irgendetwas angeschlagen mit eurem Knie, that for a moment you could not talk? dass ihr für einen Zeitraum nicht reden It's konntet? just like, Wo einfach, have you ever done that? habt ihr das schon mal gehabt? Okay. Okay. If you've just done that to your knee right now, What? if that just happened to you, Happened. Okay, wenn das eurem Knie gerade passiert ist and I see you, und ich sehe dich and you're, und du gehst so, and I rush over, und ich renn hin and I look like I'm about to grab your knee, und ich möchte dein Knie anfassen, what do you usually do? Ja. Don't touch it. lang's nicht an, Go away. geh weg. You know we have a reflex. Wisst ihr, wir haben Reflexe All of humanity has this reflex. und jeder Mensch hat Reflexe, We normal. pull away from pain. Wir entziehen uns dem Schmerz. And if I'm in pain, Und wenn ich Schmerzen habe, then I usually dann reagiere ich normalerweise, pull away from people. dass ich mich Menschen entziehe und weggehe. Let me ask you a question. Lasst mich euch fragen. Does pulling away and saying, don't touch it, leave me alone, Wenn ich sage, geh weg, fass mich ja nicht an, does that actually fix the problem? hilft das dem Problem? No. Nee. What is Jesus actually saying that he will do in this verse? Was sagt Jesus eigentlich hier in dem Vers 1? He says, Er sagt, I have a solution. ich habe eine Lösung. And here's my solution. Und hier ist meine Lösung. I will bind up the broken heart. Ich werde das zerbrochene Herz verbinden. How do you bind up a broken heart? Hä, wie verbindest du ein gebrochenes Herz? Okay, the picture that I see in my mind, Das Bild, was ich in meinem Geiste sehe, here's the broken heart. hier ist das gebrochene Herz. Now I have this bandage. Und jetzt habe ich diese Bandage. And I'm going to go around the whole thing. Und jetzt gehe ich um das ganze Ding. Like cradling the broken heart in my hands. Und so wickle ich es in meine Hände ein. That's the opposite Das ist das Gegenteil of don't touch it. von berühre mich nicht. Jesus says, I am going to touch it. Und Jesus sagt, ich lang's an. That's how I heal it. Und so heile ich es auch. My Bible says he'll bring good tidings to the poor. Er bringt frohe Botschaft den Armen. He was sent to bind up the brokenhearted, Er ist gesandt, um denen ihr Herz zu verbinden, die ein zerbrochenes Herz haben. to proclaim liberty to the captives. Und den Gefangenen Freiheit zu verkünden. Watch this. This is one of my favorites. Das ist eines meiner Watch this. Lieblingsaussagen. So Jesus comes Jesus kommt into the prison house. in das Gefängnis rein. If you and I were to show up at the prison house Wenn wir quasi eingesperrt wären im Gefängnis and we had the instruction, und wir die Anweisung hätten, set free all the captives. when we were sent into the Yeah, prison. if we were sent to the prison house. Wenn wir ins Gefängnis gesendet werden würden mit der Aufgabe, lasst alle Gefangenen frei. So we rush in. Wir gehen rein ins Gefängnis. Oh, but there's the jailer. I'm the jailer. Yeah. Ja. Und ich bin der Gefängniswärter. So what do I have to do? Was muss ich machen? Wrestle him out of the way. Dann muss ich ihn aus dem Weg schaffen. And once I've wrestled him out of the way, Und wenn ich ihn aus dem Weg geschafft habe, I steal the ring of keys. dann hole ich den Ring mit And then I Schlüsseln go to every door. und dann gehe ich zu jeder Tür. All right. Also ich übersetze das jetzt nicht. Das steht hier.
This is how we set captives free. So setzen wir Gefangene frei. What does the Bible say Jesus does when he Was comes sagt in? Jesus, wenn er die Gefangenen frei The word in English is proclaim. Befreiung schenkt? He uses his mouth. Er verkündigt, heißt es, den Gefangenen Befreiung. Forget the jailer. Vergiss den Gefängniswärter, Forget the keys. vergiss die ganzen Schlüssel. He's just like, Er macht so, free. frei, All of you. alle von euch. Free. Und ihr seid frei. And the doors just, Und die Türen einfach, and the chains just. und die Ketten einfach. And the next verse says, Und der nächste Vers sagt, so some of us have been sitting there so long we're too weak even to get to the door. manche von uns sind vielleicht so schwach, die saßen viel zu lange im Gefängnis und die kommen gar nicht erst an die Tür. That'll actually come in and get me out. Da heißt es, und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. He opens my door himself. Er kommt sogar rein und öffnet die Tür für mich selbst und hilft mir raus. He's like, yeah, Jaron, komm, let's go. lass uns gehen. My Bible says Meine Bibel sagt, he proclaims liberty to the captives. er verkündigt den Gefangenen He brings Befreiung. good news to the poor. Er bringt gute Nachricht für die Armen. He binds up the broken hearts. Er verbindet die zerbrochenen Herzen. What else does it say? Was sagt die noch? In verse 2, Im Vers 2, he proclaims the acceptable year of the Lord. um zu verkündigen das angenehme Ja des Herrn. What does that mean? Was heißt das? Have you ever encountered a day Habt ihr schon mal einen Tag when you thought, gehabt, wo ihr gedacht habt, this is it? das war's. I literally cannot do this anymore. Das kann ich nicht nochmal tun. If something doesn't change today, Wenn heute sich nicht was ändert, I'm done. dann Have you ever felt like that? war's das mit mir. Habt ihr es euch schon mal so gefühlt? This verse is for that moment. Und dieser Vers ist genau für diesen Moment. And what the verse says is that God Und dieser Vers sagt, dass Gott is here to proclaim the acceptable year of the Lord. das angenehme Ja des Herrn verkündigt und er ist da, um das zu tun. That is to say, Und er sagt, there is a day that is set for your deliverance and mine. es gibt einen Tag, also einen Moment, der dafür gesetzt ist, dich zu befreien. And that moment will not be delayed. Und dieser Moment wird nicht verzögert werden. It won't come a minute late. Er wird keine Minute zu spät kommen, It also probably won't come a minute early. aber er wird auch keine Minute zu früh kommen. So today might not be the day. Heute mag vielleicht der Moment noch nicht gekommen sein. I feel like I cannot go on 2 minutes more. I'm done. Und ich fühle mich vielleicht so, als ob ich keine Minute länger aushalten könnte. Ich bin fertig. Am Ende. God says, Und Gott sagt, let me carry that for you. lass mich das für dich übernehmen And deliverance is not going to come today, und tragen. Die Befreiung wird vielleicht heute nicht kommen. but there will be a day Aber es wird einen Tag geben, when this is no more. wann das nicht mehr sein wird. That day is set in the heavens. Und im Himmel ist dieser Tag I festgelegt. just need you Ich brauche dich nur, to hold on a little longer. um ein bisschen noch auszuhalten. My Bible goes on to say Meine Bibel führt fort und sagt, that he'll give us beauty for ashes. where is it? This is verse 4. Huh. No, verse 3. Second part of verse 3. Beauty for ashes, the oil of joy for mourning, and the garment of praise Genau. for the spirit of heaviness. Und meine Bibel in Vers 3 sagt, dass ihnen Kopfschmuck statt Asche gegeben werde. Freudenöl statt Trauer und Feierkleider statt eines betrübten Geistes. Do you see this contrast? Seht ihr diesen Kontrast hier? Let me ask you a question. Lass mich euch fragen. Is it possible Ist es möglich, that if there had been no crucifixion, wenn es keine Kreuzigung gegeben hätte, there would have been no resurrection? dass es auch keine Auferstehung gegeben hätte? Let me restate that. Verweilen wir da. Not a question, Das ist keine Frage, a statement.
sondern eine Aussage. If there had been no crucifixion, Wenn es keine Kreuzigung gegeben hätte, there would have been no resurrection. dann hätte es auch keine Auferstehung gegeben. If there was no midnight, Wenn es keine Mitternacht gibt, we would never have the dawn. dann haben wir auch keinen Morgengrauen. If there was never a fast, Wenn es kein Fasten gäbe, we would never have breakfast in the morning. dann hätte es auch kein Frühstück gegeben, also Break Fast, also im Englischen Fasten und das Fasten brechen am Morgen. Das ist also ein Wortspiel. Our darkest moments Unsere dunkelsten Momente are part of the journey to joy. sind ein Teil auf dem Weg zur Freude. And so it was for Mary. Und so war es auch für Maria. When she finally looked up into the face of Jesus, Als sie schlussendlich in das Angesicht Jesu blickte, the solution to her problems, er, der die Lösung ihrer Probleme war. here's the idea I want to leave in your mind. Und hier ist die Idee, der Gedanke, den ich bei euch hinterlassen möchte. We live in a messed up world. Wir leben in einer Welt, die im völligen Chaos ist. In this world, pain is a constant. Und in dieser Welt ist der Schmerz ein ständiger Begleiter. And when I say pain is a constant, I mean we can't get rid of it. Und wenn ich sage, Schmerz ist ein ständiger Begleiter, das heißt, wir können nicht einfach ihn wegschicken, den Schmerz. How do you deal with pain when you can't get rid of it? Wie gehst du mit Schmerz um, wenn du ihn nicht los wirst? Do you know how we deal with pain? Wisst ihr, wie man mit Schmerz umgehen? Do you know how it is that we heal from pain? Wisst ihr, wie wir von Schmerz geheilt werden können? You have to share it. Du musst Schmerz teilen. If I have this much pain Wenn ich so viel Schmerz habe and it's all resting on my back, und alles ist an meiner Schulter, it's too much for me to carry. es ist zu viel, als dass ich es tragen I könnte, can go pray, Lord, please take my pain away. dann gehe ich und bete und sage, Herr, nimm meinen Schmerz weg. Pain doesn't go away. Schmerz geht nicht einfach so weg. The reason why Jesus came down, Der Grund, warum Jesus auf die Welt kam hier the runter, reason why he suffered as he suffered, war der Grund, warum Jesus litt, wie er litt. is exactly because we can't delete pain. Es ist genau der Grund, darum, weil wir können nicht einfach nur Schmerz löschen. Not even God can delete pain. Nicht einmal Gott kann einfach Schmerz löschen. So what did he do? So was hat er getan? He came down to share it. Er kam, um am Schmerz teilzuhaben und zu He teilen. said, you're in pain, Er sagt, du hast Schmerz I'm going to come be in pain with you. und ich komme und nimm Schmerz auf mich mit dir zusammen. This is why he uses this picture, Und das ist, warum er dieses Bild nimmt, binding up broken hearts. da ein zerbrochenes Herz in seine Hände nimmt und einbindet. This is why it's important Und das ist, warum es so wichtig when ist, we find ourselves in pain, wenn wir uns selbst im Schmerz wiederfinden, not to say, dass wir nicht sagen, don't touch it, lang's nicht an, leave me alone, lass mich allein, don't talk to me. sprich nicht mit mir. 4 lessons from the life of Mary. 4 Lektionen, die wir aus dem Leben von Maria lernen können. What can we learn from the life of Mary when it comes to dealing with our pain? Was lernen wir aus dem Leben von Maria, wenn es darum geht, mit Schmerz umzugehen? First lesson. Erste Lektion. Mary's pain Der Schmerz von Maria didn't cause her to mope in her bedroom. hat sie nicht dazu bewegt, in ihrem Bett sich zu verkriechen. You know, a lot of time when we're in pain, Oft, wenn wir Schmerzen haben, we think, leave me alone. dann denken wir, lass mich in Ruhe. I just want to sit in my room. Ich möchte in meinem Zimmer I sein. just want to think, Ich möchte einfach nur denken, listen to music, Musik anhören and be sad. und traurig sein. Mary's pain didn't lead her to go mope in her bedroom. Und Maria hat sich nicht
aufgrund ihres Schmerzens in ihrem Zimmer verschanzt. Where did Mary's pain lead her to go? Wo hat der Schmerz Maria sie hingeführt? To the mouth of the tomb. Zu dem Eingang des Grabes. Go to the mouth of the tomb. Geh zum Eingang des Grabes Jesu. Don't sit in your bedroom. Bleib nicht in deinem Zimmer sitzen. Don't close the door and put on your earphones. Schließe nicht die Tür zu und steck dir deine Kopfhörer in die Ohren. Go find Jesus. Geh und suche und finde Jesus. And if when you get to the tomb, Und wenn du zum Grab he's not kommst there, und er nicht dort ist, wait for him there. dann warte dort, bis du ihn dort findest. Don't leave until you have seen his face. Geh nicht weg, bis du sein Angesicht gesehen hast. This is the first lesson to learn Das from ist Mary. die erste Lektion, die wir von Maria lernen. Don't mope in your room. Verkriech dich nicht in deinem Zimmer. Go to the mouth of the tomb. Geh zum Eingang des Grabes. Here's the second Zweite lesson to learn. Lektion. When Mary found herself suddenly confronted with this great sorrow, Als Maria sich plötzlich mit dieser riesen Trauer konfrontiert sah, when she came around the corner als sie um die Ecke kam and there was the empty tomb, und dort das leere Grab war and her hands began to shake, und ihre Hände anfingen zu zittern and she dropped her bundle of myrrh, und sie ihren Bündel Myrrhe and fallen her ließ face got white, und ihr Gesicht die Farbe verlor und weiß and her wurde eyes began to swim. und ihre Augen anfingen zu schwimmen. What's the next thing she did? Was war das nächste, was sie tat? She ran to tell Peter and John. Sie rannte los, um Petrus und Johannes es zu sagen. Here's the second lesson we learned from Mary. Zweite Lektion, die wir von Maria lernen. Don't hide. Versteck dich nicht. Go tell somebody. Geh und rede mit jemandem. Now, mind you, hopefully you're going to tell someone who is wise, Und ich hoffe, dass ihr euch jemandem zuwendet, der weise ist. hopefully you'll tell someone who can actually help you in your situation. Und jemanden, der dir wirklich auch helfen kann in deiner Situation. But don't hide. Aber versteckt euch nicht. Third lesson. Dritte Lektion. When Mary realized Als Maria merkte, he's not here, Jesus, er ist nicht hier, she ran back to tell. dann rannte sie zurück, um es anderen mitzuteilen. Peter comes tripping out of the house. Petrus kommt und rennt aus dem Haus John is hot on his heels. und Johannes, er verfolgt ihn Mary is hurrying after them. und Maria läuft ihnen hinterher. When the two of those men came back up out of the tomb, Und als diese zwei zurück aus dem Grab rauskamen wieder and she looked at first one and then another, and she saw no hope. und sie sah den einen und den anderen an und sie sah keine Hoffnung in ihnen. What did the two men do? Was haben die zwei gemacht? They turned around Die haben sich umgedreht and went home. und sind nach Hause gegangen. What did Mary do? Was hat Maria gemacht? She waited. Sie hat gewartet. She stayed. Sie blieb dort. She didn't just decide, oh, okay, well, Sie hat nicht einfach gesagt, ja, okay, ja, let's go about my day dann muss ich wohl wieder meinem as though Tagesgeschäft nothing nachgehen. happened. Nichts ist passiert. We'll go to market. Ich gehe auf den Markt. You know sometimes what we do? Wisst ihr, was wir manchmal We machen? pretend. We pretend. Pretend. We are playing something. Mhm. Also wir geben manchmal etwas vor Deep down inside, I'm really sorrowful. und spielen etwas, was gar nicht wirklich da ist. Tief drin in unserem Herzen sind wir total traurig. But on the outside, I have to be happy. Aber außen, da geben wir vor, wir sind glücklich. And people ask me, how are you? Und Leute fragen mich, wie geht's And dir? I say, fine. Oh, gut. I'm not fine. Mir geht's nicht gut. But tell the whole world I'm fine. Aber ich erzähle der ganzen Welt, mir geht's gut. Don't pretend. Spielt nicht etwas vor. Stay there. Bleibt dort. I wonder what would have happened Ich frage mich, was wäre passiert, if Mary had gone home too. wenn Maria auch nach Hause gegangen wäre. I wonder who Jesus would have talked to. Ich frage mich, zu wem hätte Jesus sich gewandt, um mit ihm oder ihr zu sprechen? If Mary, Wenn Maria, like James, like Peter and John, ja, wie Petrus und Johannes,
had gone home to. nach Hause gegangen wäre, genauso wie sie. Who would have been there Wer wäre dort gewesen, to see him with her own eyes? um Jesus mit seinen eigenen Augen zu sehen? Who would have been there Wer wäre dort to gewesen, tell the rest of the disciples, um dem Rest der Jünger zu sagen, the rest of the world, eigentlich dem Rest der Welt, he's alive, er lebt, Jesus lebt, alive. er lebt. Last lesson from the life of Und die Mary. letzte Lektion, die wir aus dem Leben von Maria lernen, ist, First lesson, don't mope in your room. erste Lektion, verschanz dich nicht in deinem Zimmer. Second lesson, Die zweite Lektion, don't hide. versteck dich nicht Third lesson, vor anderen. do not pretend. Und die dritte Lektion, gib nicht vor Fourth lesson, oder spiel nicht etwas vor. Und die vierte Lektion, look up. und schau hinauf. Die vierte Lektion. Look up and listen. Schau nach oben und höre zu. Why? Warum? Because someone is leaning over you, Denn es gibt jemanden, der sich über dich beugt. just like someone was leaning over her. Genauso wie jemand sich auch über Maria beugte. She couldn't see him. Sie konnte ihn zwar nicht sehen, She's blinded by her pain, sie war geblendet durch ihren but Schmerz, she was listening closely enough to hear her name. aber sie hat gut genug zugehört, um ihren Namen zu hören. Mary. Maria. And she recognized his voice. Und sie erkannte die Stimme. Oh, that we would recognize his voice. Oh, dass wir doch auch seine Stimme erkennen würden. Pain is not going to go away. Der Schmerz geht nicht einfach so weg. This is not a pill so that he can just fix it and all your problems will be solved. Er gibt uns keine Pille, die wir einfach schlucken und alle unsere Probleme sind gelöst. There is no such solution on planet Earth. Es gibt solch eine Lösung nicht auf dem What Planeten is Erde. our solution? Aber was ist unsere Lösung? Our solution has a name, Unsere Lösung hat einen Namen. and his name is Jesus. Und dieser Name heißt Jesus. Look up. Schaut auf. Don't mope. Verkriecht euch nicht. Don't hide. Versteckt euch nicht. Don't pretend. Gebt nicht irgendwann ein falsches Bild vor. Look up. Schaut hoch. My Bible says, Meine Bibel sagt, weeping endures for a night, Weinen, das hält eine Nacht an. but joy comes in the morning. Aber die Freude kommt am Morgen. It is the purpose of God Es ist die Absicht Gottes, that our dark moments dass durch die Stunde der dunklen Momente, should make us only stronger. dass diese uns stärker machen. And they can. Und sie können auch. Dark moments destroy some people, Dunkle Momente zerstören zwar auch Menschen, but who do they destroy? aber wen haben sie zerstört? They destroy the ones who mope and hide and pretend. Dunkle Momente haben die Menschen zerstört, die sie sich verschanzen, verkriechen, verstecken, There was is, vorgeben. there is no moment so dark Und es gibt keinen Moment, der so dunkel ist, that it can destroy you dass er dich zerstören könnte. if you look up. Wenn du dich nach oben richtest mit deinen Augen Look to Jesus. und auf Jesus schaust. Isaiah 60 says Jesaja 60 sagt, that God wants to call us trees of righteousness, dass Gott uns Bäume der Gerechtigkeit nennen the möchte. planting of the Lord, Gepflanzungen des Herrn, that he might be glorified. dass er verherrlicht werde. Oh, my friends, Oh, meine Freunde, it is my prayer that God will find himself glorified by us. mein Gebet ist es, dass Gott in uns verherrlicht wird. Glorified in us. Oder durch uns verherrlicht wird und auch in uns verherrlicht wird. There are 6 things that stand between us and full friendship with God. Es gibt 6 Dinge, die zwischen uns und einer tiefen, innigen Freundschaft zu Gott stehen. One is ignorance. Der erste ist Ignoranz, One is negligence. der andere ist Vernachlässigung, Another one is divided mind. der divided dritte heart. ist ein geteiltes Herz Another one is denial. und der vierte ist Verleugnung. Mr. Taylor. Mr. Taylor, bless his heart, on the ground. Ja. Another one is chasing the wrong dream. Und der fünfte ist dem falschen Traum nachlaufen. And the last one is pain. Und der sechste ist Schmerz. Let us not let any of these things
Lasst nicht zu, dass irgendeins dieser Dinge stand between us zwischen uns and our friend. und unserem Freund. Let us not let Steht. any of these things stand between us and joy. Lasst nicht zu, dass irgendeins dieser Dinge zwischen uns und wahrer Freude steht. Let's not let any of these things stand between us and life. Lasst nicht zu, dass irgendeins dieser Dinge zwischen uns und dem vollen Leben steht.